Herzlich willkommen zu Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Guten Morgen, liebe Freunde. 31.12. Mit welchen Vorsätze geht ihr ins neue Jahr? Interessantes Thema. Ich mache mir so im November schon die Gedanken für die Jahresziele für mich privat und für das Unternehmen. Die stimme ich dann mit meinem Partner Dirk Eckert Anfang Januar nochmal ab und wir schreiben eine Agenda für unsere Jahresziele 2023. Manchmal auch schon 2024 und 2025. Die Grundlage unserer Ziele ist angepasst an unsere Vision. Aus den Zielen bauen wir uns dann eine gemeinsame Strategie auf, die wir dieses ganze Jahr verfolgen. Das interessante Thema ist, wie baue ich meine Jahresziele auf? Wie sehen die ganz genau aus? Wichtig ist dabei, positiv zu denken und nicht zu sagen, das schaffe ich nicht. Und das Wichtigste dabei ist, Ziele und auch eine Vision sollen sehr hoch sein. Und bei dem Ziel kann ich natürlich ein hohes Ziel ansetzen für das Jahr. Ich kann das aber auf wochenweise oder monatsweise oder quartalsweise herunterbrechen in Einzelziele. Das Wichtigste daran ist, dass ich nicht zu viele Ziele mir setze. Also, ich könnte in dem Bereich Verkaufen zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine messbare Zahl von Erhöhung des Umsatzes und Ertrages von ungefähr 3% pro Jahr mir vornehmen. Oder ich sage, jetzt kommen wir in die Baukrise, ich möchte meinen Umsatz halten und meinen Ertrag auch erhalten. Das wäre ein klares Ziel, das ich runterbrechen kann auf monatliche Umsätze und monatliche Erträge. Das andere wäre zum Beispiel im Bereich Personal. Ich sage Anfang des Jahres, ja, ich möchte jetzt 2023, möchte ich um 2 Mitarbeiter wachsen. Und ich möchte zusätzlich 3, 4 oder 5 Auszubildende einstellen. Da habe ich natürlich einen gewissen Zeitraum, 1.8., 1.9. Dann muss ich natürlich meine Strategie entsprechend anpassen. Was sind die einzelnen Punkte in der Strategie? Ausbildungsmessen, Pressemeldungen oder Anzeigen in verschiedenen Zeitschriften und so weiter. Das werde ich im nächsten Jahr nochmal intensiv drauf eingehen, wie ich Auszubildende bekomme. Weiter ein Aspekt im Ziel kann ich auch sagen, ich möchte meinen Kontostand entsprechend um diesen Betrag am Ende des Jahres erhöht haben. Oder ich möchte so und so viel Prozent an Schulden zusätzlich abgebaut haben. Das sind alles Zielvorgaben, die messbar sind. Weiter kann ich zum Beispiel messen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die kann ich messen mit NPS, Network Promoter. Also die Bewertung zwischen 1 und 10 könnte ich jeden Monat oder vierteljährlich bei meinen Mitarbeitern abfragen und sagen, wie gefällt es euch im Unternehmen? Dann ist die Bewertung zwischen 9 und 10 maßgebend, die wird ins Verhältnis gesetzt zwischen 1 und 6. 7 und 8 ist neutral. Wie das genau bemessen wird, könnt ihr in Google euch raussuchen. Dann gibt es die Formel dazu, ist aber sehr interessant. Und ihr könnt am Ende des Jahres sagen, ich möchte eine Zufriedenheit von 9 haben. Und jetzt ist die Frage, welche Strategie habe ich, um diese Zufriedenheit der Mitarbeiter, die 9 zu schaffen? Das Gleiche könntet ihr auch für die Kunden so ein Network Promoter machen, also NPS. Ihr könnt also die Kunden nach Ende des Auftrages anschreiben mit der Bitte, euch im Network Promoter zu bewerten. Und ihr könnt euch dann sagen,
ja, ich möchte bei meinen Kundenbewertungen auf eine Zahl von 9,5 kommen. Und welche Strategie muss ich jetzt unternehmen, dass ich diese Bewertung hinbekomme? Also, setzt euch Ziele, überlegt euch Ziele und fixiert die aber Ziele schriftlich. Das Beste wäre normalerweise, dass ihr auch diese Ziele mit euren Mitarbeitern kommuniziert und dass eure Mitarbeiter dann wissen, welche Strategie ihr unternimmt, um diese Ziele zu erreichen. Ziele können ganz verschieden sein. Es könnte zum Beispiel sein, jetzt verbraucht ihr im Monat 1000 Blatt Kopierpapier, ihr wollt es absenken auf 500. Jetzt müsst ihr jetzt schauen, wie jeden Monat ihr was verbraucht habt. Das ist, kann man dann mitschreiben und kann man dann sagen, okay, ich habe im Monat jetzt langsam angefangen, 800, dann 700 verbrauchte Papierblatt und am Ende des Jahres habe ich vielleicht dann nicht die ganzen 500 geschafft, aber ich habe vielleicht so einen Durchschnitt von 600. Das ist auch zu sagen, einfach zufrieden sein. Ich habe es probiert, aber ich habe es nicht ganz geschafft, aber wir sind nah am Ziel dran. Ich muss natürlich eine Strategie entwickeln, wie ich das schaffe. Also ohne Strategie ein Ziel aufzurufen, funktioniert nicht. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter natürlich wissen, was ist das Ziel und wo geht oder wie ist die Strategie dazu, um das Ziel zu erreichen. Also ich habe persönliche Ziele. Eines meiner persönlichen Ziele für nächstes Jahr, ich möchte ein bisschen mehr mit meiner Frau unternehmen. So habe ich jetzt mir schon 2 Urlaube gebucht jetzt, denn wir fliegen nach Mallorca, das habe ich mir schon im November gebucht. Und ich habe jetzt für den Sommerurlaub schon Rumänien gebucht. Man muss einfach sich klare Ziele setzen und wir werden dann irgendwann nochmal hier in Deutschland Urlaub machen im Herbst und im Winter. Und das kann man jetzt schon alles buchen. Man muss nur den Mut haben, das zu tun. Und man kann einfach sagen, okay, wenn ich jetzt mehr Freizeit haben möchte mit meiner Frau, was für eine Strategie muss ich im Unternehmen umsetzen, dass ich zu dieser Freizeit komme? Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Tolle Ziele fürs neue Jahr, im Privaten, im Geschäftlichen, vielleicht auch im Gesellschaftlichen. Was möchte ich spenden oder an welchen Projekten möchte ich gesellschaftlich dran teilnehmen? Euer Walter Stuber, über ein Like oder einen Kommentar zu den Zielen würde ich mich freuen. Das war Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.